Das glückliche Paar. Anna, ich kann nicht glauben, dass wir im Lotto gewonnen haben. 10 Millionen Dollar. Mir geht es auch immer noch gut, John. Aber ich bin gespannt, was wir mit diesem Geld machen können. Wir könnten die Welt bereisen, ein neues Haus kaufen, vielleicht sogar unser eigenes Unternehmen gründen. All das klingt nach großartigen Ideen. Aber zuerst möchte ich mich um unsere Familien kümmern und sicherstellen, dass sie für die Zukunft gerüstet sind. Das ist eine gute Idee. Aber wir sollten auch an uns selbst denken und dieses Geld genießen, solange wir können. Natürlich, John. Aber wir sollten aufpassen, dass wir es nicht übertreiben und das ganze Geld nicht zu schnell ausgeben. Ich stimme zu. Wir sollten einen Plan machen und uns daran halten. Wie wäre es, wenn wir mit einer Reise nach Europa beginnen? Wir haben immer darüber gesprochen, hatten aber nie das Geld dafür. Das klingt nach einer großartigen Idee, Anna. Lasst uns ein bisschen leben und diesen neu entdeckten Reichtum genießen. John, ich habe nachgedacht. Wir sollten einen Teil dieses Geldes investieren, damit es wachsen und uns langfristig versorgen kann. Das ist eine gute Idee, Anna. Aber wo sollten wir es investieren? Wir sollten einige Nachforschungen anstellen und einen Finanzberater finden, der uns helfen kann, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Wir sollten aber auch darauf achten, nicht auf Betrügereien oder Pläne hereinzufallen, um schnell reich zu werden. Definitiv. Wir müssen klug und vorsichtig mit unserem Geld umgehen. Apropos klug sein, haben Sie darüber nachgedacht, unsere Schulden abzuzahlen? Ja, das möchte ich auch tun. Schuldenfrei zu sein wäre ein großartiges Gefühl. Einverstanden. Und wir sollten auch darüber nachdenken, etwas Geld für Notfälle bereitzustellen. Guter Punkt. Wir wissen nie, was in der Zukunft passieren könnte, und es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Genau. Wir sollten einen Plan erstellen und unsere Ausgaben und Investitionen entsprechend priorisieren. John, ich habe mehr über dieses Geld nachgedacht und darüber, was es für uns bedeutet. Was meinst du, Anna? Nun, ich habe das Gefühl, dass es die Art und Weise verändert hat, wie die Leute uns sehen. Jetzt, wo wir all das Geld haben, behandeln sie uns anders. Ich weiß, was du meinst. Aber wir können nicht zulassen, dass ihre Meinungen uns beeinflussen oder ändern, wer wir sind. Ich weiß. Aber es ist schwer, die Eifersucht und den Neid zu ignorieren, die manche Menschen uns gegenüber haben. Das ist ihr Problem, nicht unseres. Wir sollten uns einfach darauf konzentrieren, unser Leben zu genießen und mit diesem Geld Gutes zu tun. Du hast recht, John. Aber ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und Bedürftigen zu helfen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Wir sollten uns mit Wohltätigkeitsorganisationen und Anliegen befassen, die uns am Herzen liegen, und herausfinden, wie wir etwas bewirken Genau. können. Dieses Geld ist ein Segen, und ich möchte es verwenden, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Machen wir das Beste aus dieser Gelegenheit und tun wir etwas Gutes. John, ich habe mehr über unsere Zukunft mit diesem Geld nachgedacht. Denken Sie, wir sollten unsere Jobs kündigen und uns darauf konzentrieren, unser Leben zu Das genießen? ist eine schwierige Frage, Anna. Ich liebe meinen Job, aber die Vorstellung, nicht arbeiten zu müssen und all das Geld zu haben, ist verlockend. Ich weiß, was du meinst. Wir sollten aber auch über das Langfristige nachdenken und darüber, was wir im Leben erreichen wollen. Das stimmt.
Vielleicht können wir dieses Geld verwenden, um unser eigenes Unternehmen zu gründen oder einer Leidenschaft nachzugehen, die wir schon immer haben wollten. Ja, das ist eine großartige Idee. Wir haben jetzt die Freiheit, zu tun, was wir wollen, und das sollten wir nutzen. Und wir sollten auch über unseren Ruhestand nachdenken und darüber, wie dieses Geld uns helfen kann, in unseren späteren Jahren bequem zu leben. Definitiv. Wir sollten mit einem Finanzberater sprechen und sicherstellen, dass wir die richtigen Entscheidungen für unsere Zukunft treffen. Anna, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all diesem Geld haben wir die Macht, einen Unterschied in der Welt zu machen. Was meinst du, John? Wir könnten dieses Geld verwenden, um eine Stiftung zu gründen oder für Zwecke zu spenden, die uns am Herzen liegen. Wir könnten eine echte Wirkung erzielen. Das ist eine großartige Idee, John. Aber wir müssen vorsichtig sein und sicherstellen, dass wir an seriöse Organisationen spenden, die das Geld für gute Zwecke verwenden. Absolut. Und wir sollten auch sicherstellen, dass wir nicht einfach Geld verschenken, ohne darüber nachzudenken oder zu recherchieren. Ich stimme zu. Wir sollten unsere gebotene Sorgfalt walten lassen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wo wir etwas bewirken wollen. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir unsere Plattform und unseren Einfluss nutzen können, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu inspirieren, ebenfalls etwas zu Ja, wir bewegen. haben die Verantwortung, dieses Geld für gute Zwecke einzusetzen und einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben. Machen wir das Beste aus dieser Gelegenheit. John, ich habe über unseren Lebensstil mit diesem Geld nachgedacht. Denken Sie, wir geben zu viel aus und leben extravagant. Das ist eine gute Frage, Anna. Wir sollten sicherstellen, dass wir nicht zu viel ausgeben und uns nicht in eine schlechte finanzielle Situation bringen. Genau. Wir sollten immer noch klug mit unserem Geld umgehen und uns nicht davon kontrollieren lassen. Also, was schlagen Sie vor, dass wir tun? Ich denke, wir sollten einen Haushaltsplan erstellen und uns daran halten. Wir können unser Leben immer noch genießen, aber wir sollten auch verantwortungsbewusst mit unseren Das ist Ausgaben eine gute umgehen. Idee, Anna. Und wir sollten auch darüber nachdenken, einen Teil dieses Geldes zu investieren, damit es wachsen und uns langfristig versorgen kann. Ja, wir sollten auf jeden Fall über unsere Zukunft nachdenken und uns nicht nur auf die Gegenwart konzentrieren. Und wir sollten auch darüber nachdenken, etwas Geld für unsere Kinder und ihre Zukunft bereitzustellen. Absolut. Wir sollten sicherstellen, dass sie betreut werden und über die Werkzeuge verfügen, die sie benötigen, um im Leben erfolgreich zu sein. Anna, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir ein neues Haus kaufen und in Luxus leben. Das ist eine verlockende Idee, John. Aber brauchen wir wirklich ein größeres Haus? Vielleicht nicht, aber wir könnten trotzdem ein Upgrade durchführen und mehr Platz und Annehmlichkeiten haben. Ich verstehe, was du sagst. Aber wir sollten auch über die Auswirkungen auf die Umwelt und unsere Verantwortung gegenüber dem Planeten nachdenken. Das ist ein gutes Argument, Anna. Vielleicht könnten wir nach umweltfreundlichen Häusern oder Möglichkeiten suchen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Genau. Wir haben die Mittel, um eine positive Wirkung zu erzielen, und das sollten wir nutzen. Und wir sollten auch über unsere Gemeinschaft nachdenken und darüber, wie wir unsere Ressourcen nutzen können, um sie zu einem besseren Ort zu machen. Ja, wir sollten nach Möglichkeiten suchen, etwas zurückzugeben und lokale Initiativen zu unterstützen. Wir haben die Verantwortung, dieses Geld für gute Zwecke zu verwenden. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all diesem Geld haben wir die Macht, die Politik zu beeinflussen und etwas zu bewegen. Das stimmt, Anna.
Aber wir sollten aufpassen, dass wir unser Geld nicht verwenden, um Einfluss zu kaufen oder unsere eigene Agenda voranzutreiben. Ich stimme zu. Wir sollten unsere Ressourcen nutzen, um Anliegen und Kandidaten zu unterstützen, die unseren Werten und Überzeugungen entsprechen. Und wir sollten auch über die Auswirkungen unseres Handelns nachdenken und darüber, wie es sich auf andere auswirken könnte. Definitiv. Wir haben die Verantwortung, unser Vermögen für gute Zwecke einzusetzen und einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben. Und wir sollten auch in Bezug auf unsere Spenden und politischen Beiträge transparent sein. Wir haben die Pflicht, mit unserem Handeln rechenschaftspflichtig und verantwortungsbewusst umzugehen. Ja, wir sollten uns immer der Macht und Verantwortung bewusst sein, die mit so viel Geld einhergehen. Anna, ich habe über unsere Beziehung nachgedacht und wie sich dieses Geld darauf auswirken könnte. Was meinst du, John? Nun, manchmal kann Geld zu Konflikten führen und Beziehungen belasten. Wir müssen sicherstellen, dass wir offen und ehrlich über unsere Gedanken und Gefühle kommunizieren. Ich stimme zu, John. Wir sollten sicherstellen, dass wir mit diesem Geld auf derselben Wellenlänge sind, was unsere Ziele und Prioritäten angeht. Und wir sollten auch sicherstellen, dass wir dieses Geld nicht dazu verwenden, uns gegenseitig zu kontrollieren oder zu manipulieren. Absolut. Wir sollten uns immer gegenseitig respektieren und als Team gemeinsam Entscheidungen treffen. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie sich unser Vermögen auf unsere Kinder und ihre Erziehung auswirkt. Ja, wir sollten sicherstellen, dass sie den Wert von harter Arbeit und Geld verstehen und nicht zulassen, dass dieser Reichtum ihnen Anspruch macht oder sie verwöhnt. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir unser eigenes Unternehmen gründen und Unternehmer werden. Das ist eine gute Idee, Anna. Aber wir müssen realistisch sein und sicherstellen, dass wir über die Fähigkeiten und das Wissen verfügen, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Ich stimme zu. Wir sollten unsere Nachforschungen anstellen und uns von Experten auf diesem Gebiet beraten lassen, bevor wir wichtige Entscheidungen treffen. Und wir sollten auch über die Risiken und potenziellen Nachteile einer Unternehmensgründung nachdenken. Das ist kein garantierter Weg zum Erfolg. Das stimmt. Aber wir sollten auch über die Vorteile und das Potenzial nachdenken, etwas Sinnvolles und Wirksames zu schaffen. Und wir sollten sicherstellen, dass wir eine Leidenschaft für das Geschäft haben und es nicht nur für das Geld tun. Genau. Wir sollten uns immer an unsere Werte erinnern und daran, was uns wichtig ist, auch wenn wir mit diesem Geld neue Möglichkeiten verfolgen. Anna, ich habe über unsere Freunde nachgedacht und darüber, wie sich dieses Geld auf unsere Beziehungen zu ihnen auswirken könnte. Was meinst du, John? Nun, manchmal kann Geld Eifersucht hervorrufen und dazu führen, dass Menschen uns anders behandeln. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Freundschaften auf echten Verbindungen basieren und nicht nur auf unserem Wohlstand. Ich verstehe, was du sagst, John. Wir sollten uns aber auch daran erinnern, dass unsere Freunde für uns wichtig sind und wir uns bemühen sollten, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Absolut. Wir sollten unseren Freunden gegenüber offen und ehrlich über unsere Situation sprechen und nicht zulassen, dass dieses Geld zu einer Spaltung zwischen uns führt. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir unser Vermögen nutzen können, um unseren Freunden zu helfen und sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Das ist ein gutes Argument, Anna. Wir haben die Mittel, um ihr Leben zu verändern, und das sollten wir nutzen. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir die Welt bereisen und verschiedene Kulturen erleben. Das ist eine großartige Idee, Anna.
Wir sollten aber auch sicherstellen, dass wir verantwortungsbewusst und respektvoll vorgehen. Absolut. Wir sollten etwas über die Kulturen lernen, die wir besuchen, und uns bemühen, sie zu verstehen und zu schätzen. Und wir sollten auch über die Auswirkungen unserer Reisen auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften nachdenken. Ja, wir sollten uns mit umweltfreundlichen Reisemöglichkeiten befassen und lokale Unternehmen und Initiativen unterstützen. Und wir sollten auch über die Sicherheit unserer Reisen nachdenken. Wir sollten uns nicht in riskante Situationen begeben oder unser Wohlbefinden gefährden. Definitiv. Wir sollten unserer Gesundheit und Sicherheit immer Priorität einräumen und gleichzeitig die Erfahrungen genießen, die das Reisen mit sich bringt. Anna, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir Luxusautos und andere teure Gegenstände kaufen. Das ist eine verlockende Idee, John. Aber brauchen wir diese Dinge wirklich? Vielleicht nicht, aber wir könnten sie trotzdem genießen und uns ein bisschen verwöhnen lassen. Ich verstehe, was du sagst. Wir sollten aber auch über die Auswirkungen unseres Konsums auf die Umwelt und unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen nachdenken. Das ist ein gutes Argument, Anna. Vielleicht könnten wir uns mit Hybrid- oder Elektroautos und anderen umweltfreundlichen Optionen befassen. Genau. Wir haben die Mittel, um eine positive Wirkung zu erzielen, und das sollten wir nutzen. Und wir sollten auch über den Wert von Erfahrungen gegenüber materiellen Besitztümern nachdenken. Vielleicht könnten wir dieses Geld verwenden, um Erinnerungen und bedeutungsvolle Momente zu schaffen, anstatt nur Dinge zu kaufen. Ja, wir sollten uns immer daran erinnern, was im Leben wirklich wichtig ist, und uns nicht von unserem Vermögen definieren lassen. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all diesem Geld haben wir die Macht, in der Bildung etwas zu bewirken. Das stimmt, Anna. Wir könnten für Schulen spenden und Programme unterstützen, die den Schülern zum Erfolg verhelfen. Und wir könnten auch darüber nachdenken, unsere eigenen Bildungsinitiativen zu starten und unsere Ressourcen zu nutzen, um positive Auswirkungen zu erzielen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Wir könnten Stipendien oder Mentorenprogramme ins Leben rufen und den Studierenden helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wichtig Bildung in unserem eigenen Leben ist und wie sie uns geholfen hat, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Absolut. Wir sollten niemals aufhören zu lernen und zu wachsen, und wir sollten unser Vermögen nutzen, um anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Anna, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir es verwenden, um ein Vermächtnis zu schaffen und die Welt nachhaltig zu beeinflussen. Das ist eine starke Idee, John. Aber wie fangen wir überhaupt an, das zu tun? Wir könnten damit beginnen, die Ursachen und Probleme zu identifizieren, die uns am meisten am Herzen liegen, und Wege zu finden, sie zu unterstützen. Und wir könnten auch darüber nachdenken, eine Stiftung oder Organisation zu gründen, die unsere Arbeit noch lange nach unserem Tod fortsetzen wird. Das ist eine großartige Idee, Anna. Wir könnten unser Vermögen nutzen, um einen echten Unterschied zu machen und positive Spuren in der Welt zu hinterlassen. Und wir sollten uns auch daran erinnern, dass es bei der Schaffung eines Vermächtnisses nicht nur um Geld oder Macht geht. Es geht um die Werte und Prinzipien, für die wir stehen, und um den Einfluss, den wir auf andere haben. Absolut. Wir sollten uns immer bemühen, gute Vorbilder zu sein und andere dazu zu inspirieren, auch etwas zu bewegen. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir damit Kunst und Kultur unterstützen. Das ist eine großartige Idee, Anna.
Wir könnten für Museen, Theater und andere kulturelle Einrichtungen spenden, die unser Leben bereichern. Und wir könnten auch darüber nachdenken, einzelne Künstler und Kreative zu unterstützen, die in der Welt etwas bewegen. Das stimmt. Wir könnten unser Vermögen nutzen, um ihnen zu helfen, ihren Leidenschaften nachzugehen und ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wichtig Kunst und Kultur in unserem eigenen Leben sind und wie sie uns geholfen haben, zu wachsen und die Welt um uns herum zu verstehen. Absolut. Kunst und Kultur sind für unsere Menschlichkeit unverzichtbar, und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu unterstützen. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir unser Vermögen nutzen können, um Kunst und Kultur für alle zugänglicher zu machen, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer finanziellen Situation. Ja, das ist ein gutes Argument, Anna. Wir sollten sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, die Schönheit und den Reichtum von Kunst und Kultur zu erleben. Anna, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all diesem Geld könnten wir es verwenden, um wissenschaftliche Forschung und Innovation zu unterstützen. Das ist eine großartige Idee, John. Wir könnten an Universitäten und Forschungseinrichtungen spenden, die die Grenzen von Wissen und Entdeckung erweitern. Und wir könnten auch darüber nachdenken, einzelne Wissenschaftler und Forscher zu unterstützen, die in ihren Fachgebieten Durchbrüche erzielen. Und wir sollten auch über die Auswirkungen unserer Unterstützung auf die Welt nachdenken. Wissenschaftliche Forschung hat das Potenzial, einige der größten Herausforderungen zu lösen, mit denen wir konfrontiert sind, vom Klimawandel bis hin zu Krankheiten. Absolut. Wir sollten unser Vermögen nutzen, um einen echten Unterschied zu machen und die Welt voranzubringen. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wichtig Bildung in Wissenschaft und Technologie ist und wie wir die nächste Generation von Innovatoren inspirieren können. Ja, das ist ein gutes Argument, Anna. Wir sollten sicherstellen, dass jeder die Möglichkeit hat, seinen Leidenschaften nachzugehen und in der Welt etwas zu bewegen. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir es verwenden, um soziale Gerechtigkeit und Gleichheit zu unterstützen. Das ist eine starke Idee, Anna. Wir könnten an Organisationen spenden, die für Menschenrechte und Gleichheit kämpfen. Und wir könnten auch darüber nachdenken, einzelne Aktivisten und Befürworter zu unterstützen, die in ihren Gemeinschaften etwas bewirken. Und wir sollten auch über die Bedeutung von Bildung und Sensibilisierung im Kampf für soziale Gerechtigkeit nachdenken. Wir könnten unser Vermögen verwenden, um Initiativen zu unterstützen, die den Menschen helfen, die Probleme zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen. Absolut. Wir sollten unser Vermögen nutzen, um einen echten Unterschied zu machen und zu einer gerechteren und gerechteren Welt beizutragen. Und wir sollten auch über unser eigenes Privileg nachdenken und darüber, wie wir es nutzen können, um marginalisierte Gemeinschaften zu stärken und ihre Stimme zu stärken. Ja, das ist ein gutes Argument, John. Wir sollten Verbündete und Fürsprecher für diejenigen sein, die Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt sind. Anna, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all diesem Geld könnten wir es verwenden, um die globale Entwicklung zu unterstützen und die Armut zu lindern. Das ist eine großartige Idee, John. Wir könnten an Organisationen spenden, die daran arbeiten, den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und sauberem Wasser in Entwicklungsländern zu verbessern. Und wir könnten auch darüber nachdenken, Initiativen zu unterstützen, die Menschen dabei helfen, nachhaltige Lebensgrundlagen aufzubauen und ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wichtig kulturelle Sensibilität und Verständnis in unserem Ansatz zur globalen Entwicklung sind. Wir sollten mit Gemeinschaften zusammenarbeiten und sie befähigen, ihre eigenen Lösungen für die Herausforderungen zu finden, mit denen sie konfrontiert sind. Absolut.
Wir sollten unser Vermögen nutzen, um einen echten Unterschied zu machen und dazu beizutragen, eine gerechtere Welt für alle zu schaffen. Und wir sollten auch über die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt nachdenken und sicherstellen, dass wir eine nachhaltige Entwicklung unterstützen, die dem Planeten nicht schadet. Ja, das ist ein gutes Argument, Anna. Wir sollten uns immer an unsere Verantwortung gegenüber dem Planeten und zukünftigen Generationen erinnern. John, ich habe über etwas nachgedacht. Mit all dem Geld könnten wir es verwenden, um den Tierschutz und den Tierschutz zu unterstützen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Wir könnten an Organisationen spenden, die sich für den Schutz gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume einsetzen. Und wir könnten auch darüber nachdenken, Initiativen zu unterstützen, die zur Verbesserung des Tierschutzes beitragen, von Nutztieren bis hin zu Haustieren. Und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wichtig Bildung und Sensibilisierung in unserem Ansatz für Tierschutz und Tierschutz sind. Wir sollten den Menschen helfen, die Auswirkungen ihres Handelns auf Tiere und den Planeten zu verstehen. Absolut. Wir sollten unser Vermögen nutzen, um einen echten Unterschied zu machen und dazu beizutragen, eine mitfühlendere Welt für alle Lebewesen zu schaffen. Und wir sollten auch über die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt nachdenken und sicherstellen, dass wir Naturschutzmaßnahmen unterstützen, die dem Planeten nicht schaden. Ja, das ist ein gutes Argument, John. Wir sollten uns immer an unsere Verantwortung gegenüber dem Planeten und zukünftigen Generationen erinnern.